Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Fly Universe Video. Heute mit einem äußerst spicy Topic, denn ich wurde gestern darüber informiert, dass angeblich der Game Master Cat 3 die Ankündigung für das nächste Update quasi vorgezogen hat oder angefangen hat, das nächste Update anzukündigen, inoffizieller Weise so ein bisschen. Na gut, theoretisch muss man bei einem Game Master, der von einem Game Master Account postet, immer davon ausgehen, dass alles, was er schreibt, offiziell abgesegnet ist. Weiß jetzt nicht, ob in dem Fall das so zutrifft, keine Ahnung. Aber es sind auch nur ganz, ganz wenige Nachrichten, in die man extrem viel hineininterpretieren kann. Und im Endeffekt muss jeder selber wissen, was er damit anfängt. Aber ich habe das alles bei den Google-Übersetzer gehauen und habe die spannendsten Nachrichten hier für euch aufbereitet. Die erste Nachricht ist die, die wahrscheinlich mit das meiste Treiben verursacht hat. Und zwar das, wie auch immer man das ausspricht, ich habe keine Ahnung, ich spreche kein Französisch. Auf jeden Fall auf Deutsch heißt das, es gibt Inhalte, die sehr bald kommen. Auf Englisch steht auch arrive très, also très, wahrscheinlich sehr, sehr bald, keine Ahnung. Zu Deutsch anscheinend nur sehr bald. Und ja, das ist im Endeffekt das Hauptsächliche. Aber ich würde sagen, bevor wir hier in wilde Verschwörungstheorien abdriften, klicken wir uns erstmal durch die restlichen Nachrichten durch. Hier wurde dann auch gefragt, quasi, okay, ernsthaft, wie sieht es mit dem Update aus? Quasi, so mehr oder weniger. Dieses Mal ein, ich weiß nicht, was vertikales Update heißt, ehrlich gesagt, wahrscheinlich einfach mit mehr Content, wahrscheinlich. Eigentlich, ich kann nichts sagen. Also plötzlich heißt es, oh, ich habe zwar gerade gesagt, es kommt sehr, sehr bald ein Update, aber ich kann nicht darüber reden. So ungefähr. Dann hier geht es darum, Filtre de Boutique, quasi Shopfilter. Was mit dem ist. Gehen Sie den Shopfilter raus, also wahrscheinlich geben Sie den Shopfilter raus und sie werden alle in Place sein. I don't know. Wahrscheinlich die Dankbarkeit von allen haben. Und da hat er gesagt, wurde schon angekündigt. Ist so, glaube ich, nicht ganz richtig. Also ich habe noch nie eine offizielle Ankündigung vom Shopfilter gesehen. Es war mal in einem Q&A, dass sie an etwas arbeiten. Ja, aber so direkt, also, ja gut, ist halt wieder die Übersetzung wahrscheinlich auch schuld. Also es wurde mal in einem Q&A, glaube ich, gefragt und da hieß es, dass sie an sowas arbeiten. Aber mehr jetzt noch nicht. Also ich würde das jetzt nicht als angekündigt bezeichnen, weil alles, was in einem Q&A mal erwähnt wurde, wenn man das als angekündigt bezeichnen würde, dann wären ganz schön viele Sachen wahrscheinlich schon mal angekündigt worden. Aber ja, das heißt, also so liest sich das für mich auf jeden Fall. Shopfilter höchstwahrscheinlich im nächsten Update. Und dann die letzte Nachricht, die größte Nachricht, das war quasi auch sozusagen das Wort zum Sonntag oder das Amen. Also hiernach kam dann auch wirklich nichts mehr. Ich garantiere nicht, dass Sie zufrieden sein werden. Es gehört Ihnen, ich habe nur darauf hingewiesen, dass neue Inhalte kommen. Und nein, es wird nicht mit einer Wartezeit sein, wie Sie es bereits hatten. Es wird wirklich schnell für diese. Also zum Kontext vielleicht die Nachricht, auf die er geantwortet hat, war jemand, der das letzte Update, also Battle for Madrigal, getrash-talkt hat. Das hat jetzt hier nicht so viel Sinn ergeben, weil es hat nicht wirklich so viel Kontext gehabt. Aber das war im Endeffekt seine Antwort darauf, quasi auf diesen Trash-Talk von Battle of Madrigal und dass man Ewigkeiten auf Battle of Madrigal gewartet hat. 11 Monate, by the way. Das ist jetzt quasi seine Antwort. Also nein, es wird wirklich schnell für diese. Also diesmal wird es nicht so lange dauern. Und dann ging es noch um Fusion irgendwie vom französischen Server oder so. Keine Ahnung. Was die Fusion betrifft, so habe ich keinen Hebel, um eine Entscheidung zu treffen. Ich würde weiterfragen. Ja, gut, spielt keine Rolle für uns. Auf jeden Fall, das waren tatsächlich auch schon alle Nachrichten. Also mehr wurde tatsächlich auch nicht geschrieben. Oder die anderen, also es wurde schon mehr geschrieben und die anderen Nachrichten sind nicht wirklich interessant. Wenn es euch interessiert, seht ihr ja selber am Datum, wann die Nachrichten geschrieben wurden, könnt ihr selber nochmal gucken. Aber der französische Chat ist auch nicht sehr aktiv. Also da wurde echt nicht so viel geschrieben. Auf jeden Fall, wenn wir uns das jetzt alles nochmal angucken, was kann man hier jetzt an Informationen rausziehen? Also angeblich gibt es ein Update oder Inhalte, die sehr bald kommen. Das ist natürlich die Frage, was bedeutet sehr bald? Oder très bientôt, oder wie auch immer man das ausspricht. Gut, über das Update selbst, wie umfangreich es ist oder wie tiefgreifend wird wahrscheinlich diese Frage hier sein. Dazu haben wir leider keine Antwort bekommen. Shopfilter wurde basically bestätigt im nächsten Update. Oder indirekt bestätigt, sagen wir mal so. Vielleicht nicht unbedingt im nächsten Update, aber naja. Und letztendlich die Nachricht hier ist am interessantesten. Wie gesagt, neues Update kommt und die Wartezeit wird kürzer sein als für Battle for Madrigal.
So, und daran haben sich einige Leute aufgehangen, weil gestern, wie gesagt, ich wurde damit etwas überrumpelt, weil ich habe die Nachrichten halt selber noch nicht gelesen gehabt, deswegen konnte ich dazu nicht viel sagen, außer halt, dass ich es mir nicht vorstellen kann. Und der Meinung bin ich auch immer noch. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das Update jetzt einfach so nächste Woche kommt zum Beispiel. Also so hat es sich gestern angefühlt, dass Leute wirklich gedacht haben oder gesagt haben, ja, jetzt kommt eigentlich instant ein Update so ungefähr. Und also bei Gala muss man ganz ehrlich sagen, weiß man nie. Also es würde absolut keinen Sinn ergeben. Letztes Update war am 17. Oktober. Wenn sie jetzt am 17. November gefühlt oder sozusagen einen Monat später, 4 Wochen später, einfach das nächste Update raushauen. Es würde keinen Sinn ergeben, aber wie gesagt, wir reden hier von Gala, also die meisten Sachen, die sie machen, ergeben nicht unbedingt so viel Sinn und sind meistens ganz anders als andere Publisher und Entwickler Dinge tun. Also sage ich mal, es ist jetzt nicht unmöglich, aber man muss sich einfach nur angucken, wie sie es bisher gemacht haben. Und von dem Rhythmus haben sie doch, oder von der Vorgehensweise haben sie eigentlich nie wirklich abgewichen. Sie fangen immer erstmal langsam an zu teasern. Und wenn dann die ersten Teaser kamen, bei Battle for Madrigal waren es tatsächlich nur 2 Teaser oder Death Notes, whatever, wo wir das neue Update informiert wurden. Und boom, dann kommt plötzlich das Update aus dem Nichts. Also sobald 2 Ankündigungen kamen zum neuen Update, dann kann man wirklich jeden Donnerstag oder jede Woche damit rechnen. Dann kann es wirklich komplett aus dem Nichts kommen. Aber bevor wir nicht diese Teaser, bevor wir nicht diese Death Notes haben, wird garantiert nichts passieren. So ist die Vergangenheit, so ist die aktuelle Lage, so ist es objektiv, so war es bisher immer in den vergangenen 2,5 Jahren. Und warum sollte es jetzt plötzlich anders sein? Also es ist einfach extrem unwahrscheinlich, dass jetzt wirklich auch komplett aus dem Nichts was kommt. Und vor allem auch so kurzfristig. Also selbst wenn er jetzt hier sagt, sehr, sehr bald und Wartezeit viel kürzer und whatever. Ja, aber da muss man vielleicht im Hintergrund verstehen, im Kontext verstehen, die Wartezeit auf das letzte Update waren 11 Monate. Das heißt, selbst wenn es sehr viel schneller geht und die Wartezeit viel kürzer ist, könnte es trotzdem 6 Monate dauern und seine Aussage wäre immer noch richtig, weil es wäre viel kürzer und im Vergleich zum letzten Mal wäre es sehr schnell, sozusagen, wenn man das so versteht. Glaube ich jetzt zwar nicht, dass er das hiermit ausdrücken will, also das klingt jetzt nicht so, als würde es noch 6 Monate dauern, da stimme ich zu. So klingt es jetzt nicht. Aber dann auch wieder, also ich meine, meine persönliche Meinung, wie man mit dem Spiel verfahren sollte, also update-technisch, marketing-technisch und so, weicht da sowieso grundlegend davon ab, wie Gala es tatsächlich in der Praxis handhabt. Also meiner Meinung nach wäre es auch klüger gewesen, erstmal einen FEC-Server zu beenden, dann das Halloween-Event aufzufahren, etwas umfangreicher, dann das Update. Dann hast du eine gute Überbrückung bis Weihnachten, weil dann Schlag auf Schlag auf Schlag die ganze Zeit irgendwas passiert, womit du hoffentlich die Leute am Spiel hältst und weiter unterhältst und irgendwie also dafür sorgst, dass die Leute nicht aufhören zu spielen. Dann machst du ein bombastisches Weihnachtsevent und dann kann man wiederum über das nächste Update reden, weil dann sind ja auch schon wieder 2-3 Monate vergangen und dann macht das auch viel mehr Sinn. Was halt wirklich wenig Sinn ergibt, ist ein Update zu releasen, dann erst den FEC-Server zu beenden, eine Mobile-App anzukündigen, die dann wieder nicht kommt wegen irgendwelchen Verzögerungen, ein relativ nicht umfangreiches Halloween-Event zu starten und jetzt sitzt man Mitte November da und diskutiert über das nächste Update, obwohl das letzte Update noch keine 4 Wochen her ist. Ich meine, das ist marketingtechnisch wahrscheinlich der schlechteste Weg gewesen, aber genau den sind sie gegangen. Also, dass wir da abweichen, also meine persönliche Meinung oder wie man sowas machen sollte und Galas tatsächliche Vorgehensweise, wie gesagt, die weichen stark voneinander ab, aber jetzt sind wir in dieser Situation und trotzdem würde ich sagen, würde es jetzt mehr Sinn ergeben, wenn sie hoffentlich dann schon Anfang Dezember oder so ein 4-wöchiges bombastisches Weihnachtsevent organisieren, vielleicht ähnlich dem Weihnachtsevent, was wir 2022 hatten, weil das war wirklich eines der besten Events aller Zeiten. Und ich meine, jeder hat gute Erinnerungen daran, dass wenn du so ein Event startest, das holt auf jeden Fall einige Leute ab und das holt auf jeden Fall auch einige Leute zurück. Weihnachten spielen sowieso die meisten Leute, weil da jeder frei hat gefühlt. Da ist immer All-Time-High-Player-Peak eigentlich. Also da ist richtig viel los. Und dann braucht man eben auch kein Update. Und wie uns jetzt Battle for Madrigal und die Vergangenheit schon oft gezeigt hat, ist es meistens nicht klug, ein Update einfach rauszuhauen und dann zu gucken oder zu hoffen, naja, das passt schon, das wird schon. Battle for Madrigal hat uns gezeigt, genau das sollten sie nicht tun. Also lieber warten wir jetzt noch bis Januar, Februar oder meine Güte, vielleicht sogar bis April, ist mir ehrlich gesagt ziemlich egal. Hauptsache, das Update ist vom Umfang her wesentlich besser, hat coolere, qualitativ hochwertigere, bessere Quality-of-Life-Inhalte, alles, was es gibt einfach. Und
Und da warte ich dann lieber noch mal ein bisschen länger drauf. Ich meine, wir haben jetzt 11 Monate gewartet und das Update hat eigentlich fast jeden enttäuscht, kann man sagen. Also, dann kann ich auch mehr als 2 Monate warten für ein Update, das dann hoffentlich nicht so enttäuscht. Also ganz ehrlich, von dem her würde ich hier, wie gesagt, jetzt nicht zu viel hineininterpretieren. Also ich hoffe nicht, dass das jetzt bedeutet, wir kriegen dieses Jahr noch ein Update, weil das kann ich mir nicht vorstellen, dass das gut geht. Und vor allem muss man sich ja überlegen, wenn sie jetzt alles Schlag auf Schlag raushauen, sobald sie irgendwas fertig haben, heißt es direkt wieder Update, Update, Update. Und dann, was passiert dann? Dann haben wir irgendwann wieder keinen Content mehr. Dann irgendwann haben sie alles rausgehauen, woran sie gerade aktuell gearbeitet haben. Ja, und was dann? Dann warten wir wieder 11 Monate. Ist ja auch kacke. Also ich habe lieber 2 Updates pro Jahr oder halt wirklich alle 6 bis 8 Monate, so wie es am Anfang war. Da waren es immer so 6 bis 8 Monate für jedes Update. Und das finde ich eigentlich einen ganz guten Rhythmus. Also wie gesagt, bis zu 2 Updates pro Jahr finde ich ganz cool. Plus FEC. Da hat man einfach gut was am Start, womit man immer wieder was Neues bekommt irgendwo. Aber jetzt dieses, wir haben jetzt ein Update, noch während FEC-Ende und jetzt wird schon wieder über das nächste Update geredet. Und also vor allem nicht nur von uns. Ich meine, dass wir über ein Update reden, ist ja scheißegal. Wir sind nur Spieler, wir haben ja sowieso nichts zu melden. Aber dass ein Game Master über ein Update redet und das sehr bald kommen wird, das finde ich halt sendet die falschen Signale. Weil das wirkt halt auch irgendwie ein bisschen verzweifelt. Also keine Ahnung, ob man das so sagen kann. Aber es wirkt halt schon so, wir wissen, dass Battle for Madrigal ein Flop war. Und jetzt müssen wir unbedingt noch was nachliefern, sonst rennen uns tonnenweise Spieler weg. Also ich meine, es sendet auch wirklich die falschen Signale, als hätte sich da kein Mensch mal drüber Gedanken gemacht, bevor man Battle for Madrigal released hat. Also alles in allem eine sehr, sehr wirre Situation. Und ja, letztendlich, wir haben keine Ahnung, was passieren wird. Ich habe keine Ahnung, was passieren wird. Ihr habt keine Ahnung, was passieren wird. Wir müssen es einfach auf uns zukommen lassen. Eine andere Wahl haben wir sowieso nicht. Aber das war so meine Meinung dazu. Und was ich aber, also wovon ich felsenfest überzeugt bin, ist, dass das Update nicht einfach so kommen wird. Ganz im Gegenteil, wie gesagt. Es sollte normalerweise so sein. Also bisher war es immer so. Es wäre das erste Mal, dass es nicht so wäre. Death Note 1, Update XY, Update 1.5. Death Note 2, XY, Update 1.5, dann nochmal eine Woche später und dann kann jeden Tag theoretisches Update kommen, oder mit jeder Serverwartung besser gesagt. Ich meine, es wird jetzt nicht an einem Sonntag kommen, aber ihr wisst, was ich meine. Genau. Also das heißt, aktuell frühestmöglicher Zeitpunkt für das Update laut meiner Prediction wäre Anfang Dezember. Aber wie gesagt, ich habe keine Ahnung. Ich hoffe einfach, dass es nicht mehr dieses Jahr passieren wird und wir lieber ein bombastisches Weihnachtsevent bekommen und das Update nochmal drüber geschaut wird, nochmal sich wirklich Gedanken darüber gemacht wird, reicht das für ein Update oder enttäuschen wir wieder die Leute und so. Also ich hoffe, dass da wieder ein bisschen mehr sich, ja, keine Ahnung, die Leute drum kümmern, dass das nicht so wird wie Battle for Madrigal, weil das hat schon irgendwie, also Battle for Madrigal war einfach, keine Ahnung, ein Schlag ins Gesicht, kann man nicht anders sagen irgendwie. Das war nicht das, worauf wir 11 Monate lang gewartet haben. Auf jeden Fall sage ich, danke euch vielmals fürs Zuschauen. Ich würde mich sehr über ein Like, Kommentar, noch ein Abo von euch freuen. Und wir sehen uns dann auf jeden Fall im nächsten Flive Universe Video wieder. Schaut auf jeden Fall auch im Livestream vorbei, Twitch-Link in der Videobeschreibung für tägliche Flive-Streams. Macht's gut, haut's rein und ciao, ciao.